Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute können wir es sagen, wir sind Derby-Sieger. Und das im Endeffekt, was die Chancen angeht und grundsätzlich das Spiel meiner Meinung nach verdient. Die letzten 20 Minuten, kann man sagen, waren schon noch ordentlich von Dynamo, beziehungsweise wir haben uns auch einfach eindringen lassen, da hat die Fitness gefehlt. Das hast du gemerkt, sowas ist im Normalfall der Saison vom Anfang her komplett in Ordnung. Also auch das gehört zum Spiel dazu. Du kannst dich über 90 Minuten dominieren. Zum Anfang hat auch Dynamo relativ gut noch mitgehalten. Dann hatten wir unsere Druckphase. Im Endeffekt wollen wir darüber aber heute gar nicht reden, sondern darüber, dass Hoti definitiv nach aktuellem Stand nicht mehr wechseln wird. Ich glaube, das hat er im letzten Spiel bzw. gegen Dynamo definitiv unterschrieben. Und darüber wollen wir auch heute mal ganz dringend festhalten, was das für ein geiles Spiel war von ihm und auch, dass er dementsprechend dann auch gerne beim FCM bleiben darf und nun auch definitiv mit blauem Herz gespielt hat. Da bin ich mir sehr sicher, sonst wirft man sich nicht so rein bei so einem Derby. Er weiß ganz genau, wie wichtig das für die Fans war, hat es dann auch dementsprechend unterschrieben. Deswegen hat er meinen Respekt und auch dementsprechend meinen Respekt gegen seinen Ex-Verein so zu spielen, den man eigentlich scheinbar liebt. Ja. Und ich glaube, Fiedler hat es auch ganz klar gesagt, dass er es auch nochmal angesprochen hat, dass wirklich Hoti ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich auch sehr, sehr wichtig. Auch sehr, sehr wichtig für Hoti. Ich glaube, er gibt ihm sehr das Vertrauen in Magdeburg und dementsprechend auch die Chance, Stammverteidiger zu sein, auch wenn Heber zurückkommt. Und ich denke mal, das wird auch werden, weil das hat er sich definitiv verdient. Mit ihm als Verteidiger und dann noch Hugonet und Mathisen. Das war schon echt bockstark, was die Verteidigung da gemacht hat. Viele Blocks, viel Sicherheit auch. Zwar manchmal nochmal ein unsicherer Ball, aber das gehört auch zum Spiel dazu, vor allem bei unserem System. Die Konter spielt man die ein bisschen besser aus, gewinnt man vielleicht mit 4-1 oder so. Spielt Dynamo ihre Angriffe besser aus, endet das Spiel vielleicht 4-4, niemand weiß es. Aber im Endeffekt zählt halt nur der Sieg und das ist halt das Wichtige im Fußball, dass du die Punkte holst, weil im Endeffekt es bringt dir nichts, wenn du darauf dominierst, wie gegen Braunschweig, die größeren Chancen hast, die besseren Chancen, aber Braunschweig dann trotzdem gewinnt, im Endeffekt zählt der Sieg. So ist der Fußball und so soll er auch sein. Ja, und dann natürlich mein Highlight. Ich möchte es gerne nochmal aus dem letzten Spiel zeigen. Ich glaube, das war schon ganz geil. Nämlich dann kam so eine kleine Szene auf am Anfang. Über die möchte ich gerne nochmal ein bisschen herziehen. Persönlich brauche ich da dieses Gefühl. Ja, wir sind im Stadion. Ich möchte nur einmal ganz kurz sagen, der Stadion, beziehungsweise einer von den Ultras hat ja am Anfang gesprochen bei Dynamo und wir haben ja eingeklatscht, wir haben ja sehr, sehr früh schon sehr viel supportet und dann habe ich mir, also wirklich im Stadion habe ich mich so gefreut, als er das gemacht hat, ne, weil es einfach unglaublich war. Und man hört da so krass unser Einklatschen erstmal, obwohl ich habe gar nicht Sound an, warte, ich mache kurz Sound an und dann hören wir uns das zusammen komplett an. Ich glaube, so ist das am besten, weil sonst hört man auch nicht, was er sagt. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Jetzt müsste es passen. Jetzt auch nochmal ein bisschen runtergepegelt. Wir sind Ostdeutschlands größte Schande, ja, natürlich sind wir das, auf jeden Fall nicht. Wir haben ja das Spiel ganz erfolgreich gestalten können, im Gegensatz zu Dynamo. Ich weiß nicht, wer da unten mit 0 Punkten rumgorgt. Wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass Dynamo da noch den Klassenerhalt holt. Ich liebe dieses Derby. Im Endeffekt war meine Stimme auch gestern komplett tot, aber Sieg ist Sieg. Das zählt und dementsprechend wird Hoti definitiv bleiben. Und wir sind Derby-Sieger. Das ist ein Doppelpack, der mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, wie sich der Mann reingeworfen hat in jeden Ball, wie er gekämpft hat, vor allem für Blau-Weiß, das war schon beeindruckend und ich muss wirklich sagen, das habe ich überhaupt nicht erwartet nach dem ersten Spiel gegen Braunschweig. Aber da habe ich ja auch schon gesagt, das war Pech. Das war sehr viel Pech, dass er dann so die Gelbe bekommt und dann auch Gelb-Rot direkt gefährdet ist. Meiner Meinung nach kann dir das als Spieler durchaus mal passieren. Das gehört zum Spielverlauf dazu. War natürlich bei ihm dann extremst auffällig, weil er auch davor oft gesagt hat, er hat
Insta auch geschrieben zu Dynamo-Fans, er will zurück und so weiter und so fort. Das wird nicht passieren, wenn er so gut spielt. Definitiv nicht, da ist sein Marktwert viel zu hoch für. Also dann müsste Dynamo schon eine Mille zahlen nach aktuellem Stand. Und das werden sie nicht machen. Denn sein Marktwert wird mit der Leistung definitiv gesteigert im nächsten Marktwert-Update. Und dementsprechend wird das nichts mehr werden. Für Dynamo wünsche ich mir jetzt einfach nur, dass sie dann im Endeffekt jetzt langsam auf die Spur kommen, ihre Defensive noch ein bisschen verstärken, weil sonst wird das gar nichts werden. Also wirklich, wir sind da ja oft genug locker durchgekommen und da war wirklich alles frei. Im Normalfall steht es halt 3-1 mit dem Cast-Treffer. Wie gesagt, ist Abseits auch so eine schwierige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob man dafür den VR wirklich benötigt. Ich glaube, das geht für jeden Verein. Ich sage das nicht nur, weil es meiner ist. So eine Entscheidung kannst du geben. Also es waren ja wirklich gefühlte Nanometer, die da gefehlt haben. Und ja, das für mich, ich glaube, viele hat es auch gut gesagt, macht das den Fußball kaputt, wenn solche Entscheidungen durch den VAR geprüft werden, die wirklich minimal sind. Ich sage mal so, wäre es ein Zentimeter gewesen, wäre es in Ordnung gewesen, aber es war ja nicht mal ein Zentimeter. Und deswegen für mich eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, das kann aber jeder für sich auslegen, so wie er möchte. Im Endeffekt würde ich trotzdem sagen, wie gesagt, ein verdienter Derby-Sieg. Wenn man sich die X-Scores anguckt, sieht es natürlich beschissen aus für uns. 3-1 Tor im Endeffekt. Ja, aber X-Scores sagen halt nicht viel aus heutzutage. Es müsste ja X-Chances heißen und dann steht es halt ausgeglichen bei 3-3,5 oder so. Weil wir halt wirklich, unsere Torchancen bestehen halt meistens aus Bällen, die man gerade so nicht bekommt. Beziehungsweise wo der Abschluss fehlt. Cast hatte es zweimal, dann steht er halt vorm Tor gefühlt. Und dann steht es halt schon 3-3 X-Goals. Ja, muss man halt auch so sehen. Wie gesagt, für mich war es ein verdienter Sieg. Die letzten 20 Minuten hätte sich auch Dynamo den Ausgleich verdient, definitiv. Aber wir haben es geschafft und es reicht. 3 Punkte. Wir gehen als nächstes nach Saarbrücken. Da brauchen wir auch einen Sieg. Das wird wichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin. Mal schauen, was passiert. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne eure Gefühle auch zu dem Spiel in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, es fühlt sich unglaublich gut an, muss ich sagen. Es ist einfach ein richtig geiles Gefühl mit Derby-Sieg und vor allem das nach so langer Zeit. Ich habe den letzten Derby-Sieg nicht mehr erlebt, so. Das ist absolut krass. Deswegen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.